Das vielleicht prägendste Amerika-Erlebnis für mich fand 2000 im Rahmen einer Reportage über das Race Across America statt. Ein Radrennen, das in weniger als 10 Tagen fast 5000 Kilometer von der Westküste in Portland, Oregon, an die Ostküste bis Gulf Breeze nach Florida führte. Ein ständiger Wechsel von Bergen, Tälern, Flüssen, Steppen, Landschaften dazwischen, die im Sinne des Wortes so unbeschreiblich schön sind. Nächte mit Sternenhimmel in Wüsten, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Es gibt böse Zungen, die sagen, wenn es nur die Menschen dort nicht gäbe. Das ist böse, denn das gilt nur für einen Teil der Bevölkerung. Als 1492 Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, lebten dort bereits 10 Millionen Native Americans. Heute sind es nur noch 237.000. Die mussten Platz machen für die Eindringlinge aus Europa, das nicht so schwierig war, weil sie Schusswaffen mitbrachten und die anderen nur Pfeil und Bogen für die Jagd besaßen. Weil das Land groß war und die Eindringlinge den sich dort ihnen bietenden Reichtum nicht alleine herausholen konnten, brauchte es neue, millionenfache Arbeitskräfte, die natürlich nichts kosten durften, das hätte ja sonst den eigenen Gewinn geschmälert. Also mussten Sklaven her, die, weil sie keine Christen waren und eine andere Hautfarbe hatten, also auch nicht als Menschen bezeichnet werden und als solche auch nicht behandelt werden mussten. Noch heute gibt es viele Amerikaner, die dieser Ansicht sind. Menschen zu etwas zu zwingen geht am besten mit Gewalt. Und etwas, das mit Gewalt eingenommen wurde, lässt sich meist auch nur mit Gewalt verteidigen. Das lernt schon jedes Kind beim Anschauen des ersten Western. Auf diesem Fundament ist Amerika aufgebaut. Und ihre Enkel? Ich sehe im deutschen Fernsehen das Interview mit einer der unzähligen Trump- und Waffenanhänger und ihrer Empörung nach der Wahl von Joe Biden, die ihresgleichen die Waffen wegnehmen, sogar ein einheitliches staatliches Gesundheitssystem einführen und Abtreibungen erlauben wolle. Die republikanische Abgeordnete, die ihre private Schusswaffe sogar im Kongress tragen will, das sind die Enkel. Über 80% der Republikaner sind weiß, christlich, leben in ländlichen Gegenden. Mehr als 50% der Demokraten hingegen stammen aus Minderheiten, die auch die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung ausmachen. Nach der weitestgehenden Ausrottung der Ureinwohner Amerikas musste ein neues Feindbild her. Zur größten Bedrohung wurden die Kommunisten. In keinem Statement eines echten Republikaners darf dieses Wort fehlen. Was es genau bedeutet, das wissen vermutlich die wenigsten. Wer Karl Marx war, sowieso nicht. Und dass die Länder, die als kommunistisch bezeichnet werden, es eigentlich gar nicht sind, sondern meist nur Diktaturen, das würde zu tief gehen. Aber was sie genau wissen ist, alle Demokraten sind Kommunisten und müssen vernichtet werden. Wo kommt dieser Wahnsinn, diese Wahnvorstellungen her, die es sonst in keinem anderen zivilisierten Land gibt? Die Regierenden haben es dem Volk vorgelebt. Feind sind die, die nicht denken wie wir. Die müssen vernichtet werden mit allen Mitteln und die Rechtfertigung der Verantwortlichen basierte und basiert meist immer auf Lügen. Fake News gab es schon lange vor Trump. So schon der Angriff amerikanischer Truppen in Vietnam. Mehr als 3 Millionen Vietnamesen wurden dort bis 1975 umgebracht. Auch 58.000 amerikanische Soldaten starben dabei. Auch 2 Kriege im Irak basierten auf Lügen, später sogar zugegeben. Sinnlose Kriege, in denen nichts verteidigt wurde, außer einer Ideologie, die zu nichts geführt hat, außer zu noch mehr Chaos in den besiegten Ländern und vor allem zu Hass. Doch wehe, wenn es jemand wagt, zurückzuschlagen. Wer wirft den ersten Stein? Ich selber wurde in einem Land geboren, in dessen Namen, auf dessen Boden Gräueltaten verübt wurden, unvorstellbar, beispiellos. Und ja, es waren auch amerikanische Truppen, die diesen Wahnsinn maßgeblich beendet haben. 400.000 von ihnen verloren dabei ihr Leben. Wenn Grausamkeiten aus der Vergangenheit noch zu etwas gut sein sollen, dann, dass man aus ihnen lernen kann, eine bessere Welt daraus schaffen kann. Millionenfach sind Menschen aufgestanden, gegen Kriege, gegen Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Intoleranz.
Die Protestbewegungen, vor allem in Amerika, haben Unglaubliches erreicht. Eine neue Generation hat eine ganz neue Bewegung erschaffen, von der wir heute alle in der westlichen Welt profitieren, ohne die wir diese unsere Freiheit so nicht erleben könnten. Dass eine Frau Hand in Hand mit einer anderen Frau auf einer Parkbank sitzen kann, ein Mann auf der Straße einen anderen Mann küssen kann, ein schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten werden kann, das sind Errungenschaften, die es eigentlich schon immer hätte geben müssen, aber immerhin. Kein Land hat unsere heutige Welt so geprägt, hat so viele Menschen hervorgebracht, die die ganze Welt begeistert haben, deren Lieder noch in mehr als 100 Jahren gesungen werden, deren Bücher man noch in 100 Jahren lesen wird, bei deren Filmen man noch in 100 Jahren tränen, weint und lacht. Ihr dagegen, ihr seid ein Relikt aus der Steinzeit. Wir sind in der Mehrheit. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and Good luck, the world. Mr. President Biden and Mrs. Vice President Harris.